Mein Name ist Anaïs Friedel und ich bin Technikerin in Rulantica. Wenn gutes Wetter gibt, ja, ich fahre mit Motorrad in Arbeit. Ich anfange um 6 Uhr morgen früh. Das heißt, ich muss um 5 Uhr losfahren. Es ist nicht immer einfach, aber ja, jetzt mache ich schon so lang, denn ich merke nicht mehr. Ich habe Knieschutz, weil es kann ein bisschen schmerzen, ja, wenn wir sind die ganze Zeit auf der Knie. Ich habe auch Wasserschuhe dabei, Badehose. Es ist nicht gefährlich für uns. Wenn, es musste gefährlich sein, deswegen wir haben auch Seilen und wir können abseilen für sicher kontrollieren. Zuerst haben wir die Rutsche kontrollieren und ich schaue, ob die Silikonfugen sind in Ordnung, ob es gibt keine kleinen Kratzer oder kleine Löcher. Ich gucke immer mit meiner Hand, ob es kann verletzen oder nicht. Ja, die Leute sehen das nicht und auch ohne Wasser. Niemand sieht ohne Wasser die Rutschen, außer die Technik. Also jetzt gehen wir in Aquarocket. Es sind 2 Rutschen mit einer Klappe. Wir rutschen ohne Reife drin. Es ist mit unserem Körper. Dann wir müssen wirklich aufpassen. Ich muss überall sehr aufpassen, aber noch mehr, wo wir rutschen mit unserem Körper, weil es kann schon gefährlich sein. Zum Beispiel die Aquarocket, wir gehen sehr schnell drin, bis fast 50 km/h. Deswegen müssen wir wirklich aufpassen. Tut nicht weh, dann ist es perfekt. Wenn alles passt, und jetzt ist Rutsche. Es ist sportlich, ja, aber geht. Es ist ein bisschen anstrengend, aber trotzdem machen wir Spaß. Ich muss immer auf die Zeit aufpassen, weil nach der Technik müssen wir die Wasser anschalten und dann die Operator machen die Rutschentest mit Wasser. Dann ist es doppelt safe. Hier gibt es einen ganz kleinen Löcher. Ich merke schon mit meiner Hand. Dann mache ich einen kleinen mit Schleifpapier jetzt. Und jetzt merke ich nichts mehr. Dann ist es gut. Es ist schon einmal passiert, dass jemand war in Rutsche drin und das Wasser war an. Und er ist runtergerutscht mit Wasser. Ja, aber er hatte nicht Bescheid gesagt, dass er ist in Rutsche drin und wir hatten keine Info und einfach Rutsche an und ja. Jetzt er weiß Bescheid, er hat gelernt. Hallo, Anaïs hier. Nur zur Info, T2 ist kontrolliert. Ich bin fertig in T2. Nach der Kontrolle, jetzt nach dem großen Stress, machen wir eine Pause und trinken wir Kaffee. Ja.
Jetzt wir sind gerade in Luft-Yoga. Ich mag Luft-Yoga, weil ich mag einfach untypische Sachen und ich mag auch in Luft sein. Ja. Alors le yoga aérien, c'est la même chose que le yoga terrestre, sauf qu'on va être suspendu à des tissus, donc ça va apporter les mêmes bienfaits que le yoga terrestre, mais avec des choses quand même en plus, notamment pour tout ce qui est maux de dos, colonne vertébrale. Es gibt zwei Kurse, einen für Empfänger und einen für dynamische Luft-Yoga. Und dieser ist schon sportlich, ja. Es hilft mir, weil in Technik haben wir manchmal Stress, ja, und einfach für Kopf frei machen. Als nächstes jetzt gehen wir die Filter kontrollieren und putzen. Kaffee ist jetzt fertig. Ich gehe aufräumen meine Tasse und gehen wir weg. Wir sind im Keller unter dem Wasserpark, wo die ganze Pumpe, Filter sind. Jeden Tag machen wir die Messungen. Wir haben ein Gerät. Und dieses Gerät kann pH messen und die 3 verschiedenen Chloren. Und das kontrollieren wir einmal morgen früh, einmal am Mittag und am Abend auch. Wir haben verschiedene Filter im Park, können wir mehrmals am Tag reinigen. Und dann mache ich einfach auf. Und da drin gibt es Filter. Alles rausnehmen, Fingernägel drin. Jetzt wieder Luft weg. Ganz normal die Haaren, Fingernägel, Pflaster. Was haben wir noch? Brille gefunden. Manchmal wir finden auch die Enten. Ich habe auch Zähne gefunden. Ja, wir verstehen uns gut. Wir haben alle unsere Spezialität. Zum Beispiel, ich bin mehr Elektrikerin. Wir haben Schlosser und auch Sanitär. Es ist nicht wie im Park, jede Abteilung ist separat bei uns. Es ist noch nicht so. Es ist wirklich, wir machen wirklich alles. Das finde ich auch wirklich gut, dass wir können alles machen. Am Morgen früh, sie sagen Bonjour Madame zum Lachen, ja. Oder sagen Oui, oui. Wenn ich sage was, Oui, oui. Natürlich gibt es manchmal so ein paar Sprachbarrieren, wo es dann doch mal irgendwie so, gerade wenn es um die komplexen Themen geht, weil Fachdeutsch ist ja nicht so wie jetzt, sagen wir mal, ganz normales Deutsch. Und da hat sie, glaube ich, manchmal auch andersrum Probleme, dass sie zum Teil nicht mehr weiß, wie die Sachen auf Französisch heißen. Also sie hat schon einiges auf Französisch beigebracht, aber manches auch, dass man so das meiste, was ich noch weiß, darf ich jetzt hier nicht sagen. Ja, sie haben auch mir ein paar Sachen gelernt. Ich sage viel Eide Bimba. Ich bin die einzige Frau in meinem Team und ich bin auch die einzige Französin. Ich habe angefangen mit Elektrotechnik. Danach habe ich einen Job gesucht, aber es war schon schwierig, weil es gab nicht so viele Frauen in diesem Beruf. Manche Leute hatten Angst, in einem Männerteam eine Frauen zu haben. Und ja, wie gesagt, keine Umkleide, keine Toiletten für die kleinere Firma. Und es war ganz, ganz schwierig. Und deswegen habe ich eine Pause gemacht und einen komplett anderen Beruf gemacht. Eine Ausbildung als Tierarzthelferin angefangen, weil ich mag einfach auch viele Tiere. Und ich habe 2 Jahre in einem Affenberg gearbeitet, mit Affen, ja. Und wenn ich habe wieder in Industrie gearbeitet, habe ich gesehen, es gab viel mehr Frauen als früher. Und deswegen habe ich
in Europapark gefragt, ob ich könnte ein Praktikum machen. Ich kenne es nicht anders, weil sie war ja vorher in der Elektronikabteilung im Park drüber auch die einzigste Frau. Und für uns ist oftmals auch besser, weil das Niveau von den Gesprächen, wenn eine Frau anwesend ist, doch ein wenig anders ist. An sich spielt es ja keine Rolle, es ist halt ganz normal. Jeder hat seine Schwierigkeiten, ob Mann oder Frau, spielt gar keine Rolle eigentlich. Nur man muss halt untereinander halt klarkommen und das ist bei Anis ja auch der Fall. Freundliche Mitarbeiter, eigentlich immer positiv gelaunt und ja, für alle Schandtaten zu haben. Also, ein Einhorn. So. Es ist für unser Team. Wir sind in Frankreich, hier in Riedwehr in meiner Wohnung. Ich mag die Einhorn und die Leute schenken mir einfach so, weil es ist auch speziell, es ist außergewöhnlich. Ein Kelpie von der Rolantica. Also er ist mein Mitbewohner, es ist mein Frettchen, Trikas. Sein Name ist von einer Musikgruppe. Normalerweise ist da Trikas die Musikgruppe, aber er heißt einfach Trikas. Artstyle, Artstyle-Musik. Ich habe viele Hobbys. Erstmal Sport mit Luftringe, Luft-Yoga. Ich mache auch viele Tanzen. Ich gehe auch in ein Fitnessstudio. Früher habe ich Sportschule gemacht mit Turnen. Ich hatte 18 Stunden Turnen pro Woche. Ja, ich habe Turnen gemacht und Team Gym, es ist noch eine andere, nur mit Team. Wir haben viele Wettkämpfe gemacht und diese war der beste. Wir waren Erste von Frankreich, Meisterschaft mit meinem Team. Sport hilft für alles, es ist auch für Teamarbeit, weil früher habe ich Wettkampf gemacht mit meinem Team. Es hilft mir für viele Sachen, ja. Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen Sport und meinem Beruf. In Technik es ist schon sportlich. Wir müssen manchmal rennen, wenn es gibt die große Störung. Wir sind in unserem Büro von der Teamleiter. Die Männer hatten immer mit Frauenkalender und dann sie haben mir diese gekauft. Ich habe auch mit Mann-Kalender. Ich organisiere alles mit den Fremdfirmen. Ich mache auch Pläne oder die Bedienungsanleitungen habe ich auch gemacht. Ich mache schon viele andere Sachen. Ja. Anais hört? Ja, Anais, du, der Wartezeitenbildschirm von Snorris Grotter ist ausgefallen. Könntest du dir das mal anschauen? Ja, ich gehe schauen. Also oben haben wir einen Bildschirm, wo wir rutschen und es anzeigt, wie viel Zeit brauchen wir für runtergehen. Und momentan der Bildschirm hat aufgehängt. Dann mache ich einen neuen Start. Ich habe gerade die Sicherung rausgemacht. Ich warte ein bisschen, dann mache ich wieder rein. Jetzt gehen wir hoch an den Bildschirm, kontrollieren, ob es hat funktioniert. Jetzt habe ich die Uhrzeit kontrolliert, ob es stimmt. Das heißt, 9:46 Uhr ist okay. Und jetzt ich warte, bis jemand rutscht. Und sie haben 22 Sekunden gebraucht. Ja, fast funktioniert wieder. Es stimmt wieder. Wenn ich war jung, ich war einfach für Spaß im Park. Und wenn ich habe angefangen mit Technik, das erste Mal, wo ich war im Park und ich konnte alles anschauen, ich hatte große Augen. Ich habe mir gesagt, wow, ich sehe das und die anderen können das nicht sehen.
Die Gäste sehen uns nicht, aber ich bin schon stolz, dass alles funktioniert, ein bisschen wegen ich. Ja. Ich habe schon Glück hier zum Arbeiten, es ist nicht wie in der Industrie. Wir machen nie dasselbe, jeden Tag ist anders. Auch mit dieser Musik, dieser Ambiance, diese Magie ist immer da. Also mein Tag in Rulantica ist jetzt fertig. Die Gäste sind glücklich, alles funktioniert, alles läuft. Jetzt gehe ich heim.